Hallo meine lieben Fische und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an. Ich kann es fast nicht glauben, dass wir schon Mai haben. Das Jahr ging bis jetzt sehr schnell, außer Januar, finde ich, und Februar hat sich ewig in die Länge gezogen und März und April ging ratzfatz. Ja, liebe Fische, wir schauen uns wie immer dein Hauptthema an im Mai, auch deine Herausforderungen, also die möglichen Hindernisse, die kommen könnten, die aber auch gleichzeitig immer Chancen sind, vergiss das nie. Und allgemein, was noch auf dich zukommen könnte, wo du hinschauen darfst. Wie immer, liebe Fische, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ich werde unten in der Infobox noch alle Karten auflisten, die ich in der Legung verwende, einfach für diejenigen, die es interessiert und wissen wollen, was das für Kartendecks sind. Ja, liebe Fische, dann würde ich sagen, starten wir doch. Liebe Fische, dein Mai 2025. Liebe Fische, wo darfst du hinschauen? Was ist wichtig für dich zu wissen? Liebe Fische, dein Mai 2025, dein Mai. Hier haben wir auch noch eine, dreimal das Stopp. Oha, bleibe dir selber treu. Kontemplation und steigere deine Vitalität. Also ich sehe hier, liebe Fische, ich habe auch das Gefühl, es geht ein bisschen um Balance, vielleicht auch um Selbstfürsorge. Also da ein bisschen schauen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Pause, dass du das dir auch gönnst, wenn du Rückzug brauchst, dass du das auch machst, wenn dir was zu viel ist, dass du das auch kommunizierst, also nicht alles runterschlucken, sondern auch so ein bisschen Acht gibst und auch so ein bisschen auf deinen Körper hörst, auch natürlich auf deinen Geist. Ich sehe auch, dass sich etwas zusammenfügt oder sich dir etwas zeigt oder eine Art erklärt. Es kann sein, dass wie eine Art Aha-Moment kommt, sehe ich. Aber ich glaube auch, dass du diesen Aha-Moment eher erkennst, wenn du im Gleichgewicht bist. Also je ausgeglichener du bist, desto mehr siehst du die Lösung. Oder du siehst dann eine Lösung oder eine Art vielleicht auch Wegweiser. Aber es ist mehr, ich habe auch das Gefühl, es zeigt sich dir, wenn du nicht aktiv danach suchst. Wenn du eben in die Balance gehst. Und die Karte möchte ich auch ganz spezifisch nochmals daran erinnern, egal welchen Weg du gehst oder egal, wenn es auch um Entscheidungen geht, das Wichtigste ist immer, dass du dich selbst nicht betrügst. Also lebe nicht das Leben, was andere sehen wollen, sondern lebe dein Leben für dich. Und je mehr du dein Leben aus dem Herzen lebst, kann sein, dass das am Anfang nicht alle verstehen, aber sie werden es verstehen und wenn sie es auch nicht verstehen, ist es am Schluss nicht dein Problem. Hört sich ein bisschen krass an, aber ja, jeder Mensch ist selbst für sein Glück verantwortlich, oder? Und du bist für dein Glück verantwortlich und eine andere Person ist für ihr Glück verantwortlich. Also du kannst nur dein Leben kreieren, so wie du es möchtest. Also du kannst nicht jemanden anderen zum Beispiel zwingen, dass die Person dich verstehen muss. Also da ein bisschen offen sein und eben dir treu sein. Ganz, ganz wichtig, dir treu sein. Also nicht das hinausbringen, was andere sehen wollen, sondern, oder Fische hat generell mit dem auch ein bisschen zu kämpfen mit dem Thema Maske tragen. Also viele Menschen im Sternzeichen Fische haben Phasen im Leben, wo sie Masken tragen. Und sie haben nicht Masken, weil sie böse sind, überhaupt nicht, sondern sie haben halt Masken, weil sie niemanden verletzen wollen, weil sie dazugehören wollen, weil sie halt fühlen,
was die anderen denken oder erwarten. Dann passiert das, je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat, automatisch. Und dann lügt man sich selbst an. Also hier ganz wichtig, dass du dir einfach treu bleibst, egal wofür du dich entscheidest oder welchen Weg du gehst. Und ich sehe aber auch, je ausgeglichener du eben bist, desto weniger ist das überhaupt ein Problem, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal dein Hauptthema im Mai. Liebe Fische, dein Mai. Dein Mai. Liebe Fische, ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte andere Karten nehmen. Schauen wir mal. Liebe Fische. Ja, die sind besser. Liebe Fische, dein Mai. Wir haben, die kam auch ziemlich ratzfatz, oha. Achter Schwerter dich von etwas befreien. Von etwas, was du vielleicht nicht bist oder von einem Weg, der nicht zu dir gehört. Es könnte auch um Entscheidungen gehen oder eben auch um Glaubenssätze, die dich zurückhalten. Es kann auch sein, dass du eine Phase fühlen wirst, wo du dich ein bisschen wie, mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts verändern. Dass du dich vielleicht so fühlst, muss nicht sein, aber es geht wirklich darum, dass du Ketten jetzt sprengst. Ja, Achter Kelche überrascht mich gar nicht. Neuer Weg. Also ich glaube, es kann sein, dass sich ein Teil von diesem neuen Weg zeigt oder dass du ihn fühlst. Und durch dieses Fühlen kommt vielleicht dieses Gefühl von, mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts machen oder warum geht es nicht vorwärts, vielleicht noch ein bisschen verstärkt. Und je ausgeglichener du bist, je mehr du in der Balance bist, desto klarer fühlst du auch, ob du dir jetzt treu bleibst oder ob du jetzt etwas, oder ob du eben für jemanden anderen eine Maske tragst oder nicht, sei das jetzt im Berufsleben, in der Familie, in der Liebe, privat, dann erkennst du das eher, wenn du im Gleichgewicht bist. Und ich sehe, es geht wirklich darum, Ketten loslassen, das, was dich zurückhält. Oder Achterschwert ist immer das goldene Gefängnis, der goldene Käfig. Und es ist ein goldener Käfig, den man sich immer selbst erschaffen hat. Durch kleine Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat. Kleine unbewusste Entscheidungen oder auch Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dann sind vielleicht eben Glaubenssätze entstanden. Und dann hat man sich diesen goldenen Käfig gebildet. Das passiert unbewusst. Und jetzt hast du eben diese Chance, das zu durchbrechen. Schauen wir mal. Denk daran, es könnten auch Themen sein von deinem Gegenüber, falls du ein Gegenüber hast oder von jemandem, wo du dich sehr stark verbunden fühlst. Das können auch manchmal Familienmitglieder sein. Ja, Selbstzweifel. Hier ruft etwas nach Entfaltung, nach Ausbruch, habe ich das Gefühl. Was ist denn das Hindernis? Was hindert dich denn so stark daran? Oha, was hindert dich so stark daran, diese Achterschwerter, diese Energie so ein bisschen zu durchbrechen? Die Hohepriesterin ist sehr eine spirituelle Karte. Es kann sein, dass es um Spiritualität geht, dass du das vielleicht leben möchtest, aber wie nicht kannst. Oder dir das auch nicht zutraust. Kann auch sein, dass du das Gefühl hast, du bist nicht begabt oder so. Aber denk daran, was ich gesagt habe am Anfang. Herausforderungen sind immer Chancen, sind Möglichkeiten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, die Spiritualität zu leben. Du hast die Möglichkeit, deine medialen Kräfte zu aktivieren, wenn das dein Thema ist. Die Hohepriesterin steht auch ganz stark für Berufung leben, steht auch ganz stark für, aber eine Berufung leben, die zum Seelenplan gehört. Und zwar auch, kann auch auf das Thema Intuition hindeuten, dass man zu wenig auf die Intuition hört oder manchmal nicht darauf zugreifen kann. Da komme ich wieder zum Thema Ausgeglichenheit. Je ausbalancierter und geerdeter du bist, desto mehr hast du Zugriff auf diese innere Stimme. Königin der Stäbe, ja, Selbstverwirklichung. Also es kann sein, dass hier als Herausforderung eben das Thema Seelenentfaltung, also Selbstverwirklichung ist oder eben
seiner Intuition zu vertrauen. Schauen wir mal, warum die Hohepriesterin als Herausforderung. Die Kraft, ja, Vertrauen. Vertrauen und auf den Erfolg. Vertrauen. Das ist das Thema. Da hat man ein bisschen Mühe, wo man ein bisschen mehr hinschauen darf. Was kommt sonst noch, liebe Fische? Der Narr, oha, Neuanfang, König der Kelche. 4 der, ja, das sind die kleinen Kreise da, die dich so ein bisschen zurückhalten, sehe ich. 3 der Schwerter. Hier ist eine tiefe Sehnsucht, die fast wehtut. Es kann sein, dass du es ab und zu so wellenartig im Mai fühlst, diese Sehnsucht, diesen Ruf. Vielleicht kannst du es dir erklären, vielleicht aber auch nicht. Dass du fühlst, dass da etwas kommen möchte, dass du irgendwo hingehen möchtest oder etwas erfüllen möchtest. Das ist sehr gut möglich. Ich sehe, dass hier eine Chance für Leichtigkeit kommt und für einen Neuanfang. Und der Narr ist immer wirklich dieses Leichte, ohne Last, frei atmen. Ich kann endlich atmen, ich kann frei sein. Und was ich ganz lustig finde, das ist das Gegenteil von dem hier. Also 8 der Schwerter ist ja dieser goldene Käfig und der Narr ist die Energie der Freiheit. Und ich sehe, dass das dein Thema ist, eben dieser, vielleicht zwischen diesen Welten tanzen, zwischen goldener Käfig und Freiheit. Wo auch immer dein Thema ist. Ich sehe auch, dass du Chance hast, in deine Kraft zu kommen, ganz, ganz stark. Eventuell könnte auch ein Wasserzeichen-Thema sein. Und ihr könnt gemeinsam einen Neuanfang starten. Ich sehe auch, dass man sehr stark fokussiert ist. Schauen wir mal, warum 4 der Münzen. Ich schaue mir zuerst diese Karte an. 7 der Münzen und 6 der Kelche. Ja, also wir haben hier 2 Seelenkarten. 6 der Kelche, die Hohepriesterin. Es kann eventuell um ein Vergangenheitsthema gehen. Vergangenheitsperson oder Vergangenheitsthema, was dich schon länger beschäftigt. Und ich sehe, dass deine Gedanken dort sind. Also es kann sein, dass deine Gedanken bei einer Vergangenheitsperson ist oder einer Erinnerung. Kann aber auch ein Wunsch sein, ganz, ganz wichtig. Es kann wirklich auch ein Wunsch sein, eine Sehnsucht und dass die Gedanken sich dort so ein bisschen Kreise drehen und dass du auch überlegst, was du tun kannst, damit das überhaupt funktionieren kann. Also falls eine Vergangenheitsperson im Raum steht, obwohl du vielleicht keinen Kontakt hast mit ihr, kann es sein, dass diese Gedanken so ein bisschen zurückkommen und du dir vielleicht einfach darüber Gedanken machst. Es muss nicht sein, dass es etwas mit Liebe zu tun hat. Es können auch Begegnungen sein aus der Vergangenheit, die du sonst schon gemacht hast. Und vielleicht überlegst du dir, was hat dir das gebracht oder warum kamen diese Verbindungen überhaupt zustande. Und ich sehe, dass deine Gedanken sich so ein bisschen dort bewegen. Schauen wir mal, warum der Narr. Vielleicht zeigt sich noch etwas von der Vergangenheit, vielleicht aber auch nicht. Ansonsten geht es wirklich auch um Wünsche. Wünsche, die du schon länger in dir trägst. Kommen mehr hervor. Ja, ich sehe, dass du hier eine Entscheidung triffst. Ich sehe auch, dass du etwas aussortierst. Du sortierst etwas aus, du sortierst die Gedanken oder Möglichkeiten aus, die dir nichts bringen oder die dich nicht erfüllen. Also hier könnte wirklich eine Entscheidung kommen, vielleicht sogar eine Trennung vom Arbeitgeber oder eine Trennung von einem Projekt oder Vertrag, was auch immer. Muss nicht sein, es kann auch eine Trennung sein von Gedanken, die dich daran hindern, vorwärts zu kommen. Weil hier sehe ich, dass du in deine Kraft kommst, König der Kelche. Ja, schau mal, schon wieder 8 der Schwerter.
Ich sehe, dass dir die Acht der Schwerter bewusst wird, also dass du das erkennst, wo das ist. Und das ist eigentlich sehr gut, weil alles beginnt mit Bewusstsein. Ich sehe, dass du das richtig fühlst und schon wieder die Hohepriesterin. Also eigentlich ist deine Intuition richtig on point, also richtig krass. Das, was du wahrnimmst, so ist es eigentlich. Da darfst du ganz fest darauf vertrauen. Ich habe auch das Gefühl, hier ist ein Talent bezüglich hell fühlen in der Wahrnehmung. Schauen wir nochmals, warum 4 der Münzen, warum dieser Fokus. Kann auch etwas eben mit Berufung, Leben zu tun haben oder eine Anziehung, muss nicht sein, kann. Dass du dir einfach, ich sehe ganz stark, dass du dir Gedanken machst, entweder über eine Seelenverbindung, über eine Vergangenheitssituation, Wunsch, Person. Und es geht auch darum, ob das eine tiefere Bedeutung hat oder wie stark hat das Einfluss in dein jetziges Leben. Schauen wir mal, liebe Fische, dein Rat für den Mai. Der Magier. Der Magier kommt meistens, wenn wir ein Talent nicht sehen und wir ein Talent haben und wir das Talent annehmen sollen, also die Initiative ergreifen sollen und das uns ein bisschen mehr bewusst sein darf bezüglich also Fähigkeiten, die wir haben. Also nimm deine Fähigkeiten bewusster wahr. Sie müssen noch nicht perfekt sein, aber nimm sie wahr. Und der Magier möchte dir auch sagen, du hast viel mehr in der Hand, als du denkst, als du siehst. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, als du jetzt auf dem Schirm hast, oder einen anderen Weg. Du hast viel mehr in der Hand, als du denkst. Die Frage ist halt einfach, bist du bereit, Türen zu öffnen? Bist du bereit, vielleicht auch Umwege zu gehen oder nicht? Und das ist manchmal die Frage, bist du bereit, den Weg zu gehen? Viele sind es eben nicht. Und ich sehe hier Talente, die da sind, die schlummern und die darfst du anwenden. Und wenn du dich fragst, habe ich ein Talent dafür, ist die Antwort ja. Was liegt im Schatten? Wo darfst du mehr hinschauen? Wo hast du im Mai vielleicht ein bisschen zu wenig den Fokus? Wo solltest du mehr den Fokus halten? Was liegt so ein bisschen im Verborgenen? Der Mond steht auch für Spiritualität. Und 10 der Kelche, Erfolg. Was erfüllt dich wirklich? Fokus auf die Fülle. Wirklich auf die Fülle. Und der Mond lädt dich auch, ich habe das Gefühl, hier ist so ein bisschen eine Einladung, dass du in die Tiefe gehst. Dass du wirklich ein bisschen in die Tiefe gehst. Falls du dich für das Thema Träume interessierst, ist die Antwort ja. Auch für Astralreisen ist die Antwort ja. Und alles, was mit dem Mond zu tun hat, ist die Antwort ja. Ja, meine lieben Fische, das waren die Karten. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.